Hallo, ich bin Peter. Und ich bin die Regina. Wir zeigen euch jetzt unser altes Stellwerkhäuschen. Kommt mit! Wir hatten während der Bauphase zuerst den Anbau fertig gemacht, den wir jetzt als Wohnküche nutzen. Wir nehmen euch jetzt weiter mit in den alten Teil. Kommt mit. So, hier sind wir im ehemaligen Spannraum. Eigentlich hatte der nur die Funktion Umlenkrollen und Seile im Prinzip hier aufzubewahren. Wir haben den Raum unterteilt, das heißt also hier ein Bad eingebaut, ein Technikraum und ansonsten ein Schlafzimmer draus gemacht. Das ist eines der wenigen Dinge, die erhalten blieben aus diesem Stellwerk. Das ist ein Originalschalter, den er hier wieder eingebaut hat und der jetzt hier wieder Verwendung gefunden hat. Als wir das Häuschen gekauft haben, war klar, dass wir alles neu einrichten müssen. Es war hier alles kaputt. Es waren Vandalen drin, es hat reingeregnet. Was an dem Häuschen reizvoll war, ist, dass es eben eine Funktion hatte, eine Geschichte. Das ist so eine Pionierarbeit, diese Geschichte dahinter wieder lebendig zu machen. Das Häuschen ist Bauwerk 1910, das ist richtig gute, solide preußische Wertarbeit. Und da neues Leben reinzubringen, zu kombinieren mit modernen Funktionen, das war der Reiz. Das ist eine alte Tür, hier aus der Umgebung auch, also etwa gleich alt wie das Stellwerk hier, war ursprünglich eine Klotür, sonst wäre kein Herzchen drauf. Die habe ich eben aufgerichtet und dann fürs Bad genommen. Ich zeige euch mal, wie es drin aussieht. Wir haben zum Beispiel extra eine kleine Badewanne gekauft und wir haben eben wie überall kombiniert, was Neues, natürlich auch Maß eingebaut und was Altes, was auch in meinen Sammlungsbeständen war, das stammt vom Sperrmüll, war ursprünglich aus dem Textilgeschäft, da waren Garnrollen drin. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir unsere Dinge hier unterbringen, vor allem im Schlafzimmer. Also diesen Schrank, der ist also nicht altoriginal, den hat uns ein Schreiner gebaut. Mein Mann hatte diese Bänder irgendwo noch aufbewahrt und wir haben zum Glück einen Schreiner gefunden, der solche Dinge aufgenommen hat und uns dann nach unseren Wünschen einen Kleiderschrank in diese Nische eingebaut. Und damit wir noch mehr Möglichkeiten haben, Dinge aufzuhängen, haben wir jetzt hier diesen Hebemechanismus hier einbauen lassen. Dann nehme ich euch jetzt noch mit zu unserem besonderen Highlight, zu unserem begehbaren Kleiderschrank. Hier war ein Plumpsklo ursprünglich drin und wir haben jetzt hier diesen Durchbruch machen lassen, damit wir hier ein Regal aus dem früheren Arbeitszimmer meines Mannes einbauen konnten und wir hier vom Schlafzimmer aus begehbar unseren Kleiderschrank haben. Hier war früher kein Durchbruch. Diese Treppe haben wir machen lassen, weil wir ja hier wesentlich weniger Platz haben, haben wir uns überlegt, dass uns dieser Schreiner, der uns diese Wand eingebaut hat, auch hier unter die Treppenstufen noch Schubladen einbauen könnte. Und hier haben wir noch unsere Weinvorräte untergebracht. Dann steigen wir jetzt unsere schöne Treppe hoch und gucken mal, was oben noch alles gibt. Die Wand hier hinten war natürlich verputzt. Ich habe sie freigelegt bei der Renovierung, weil wir einfach diesen Flair haben wollten, dieses Natürliche. Jetzt gehen wir in einen Raum, der ist wirklich pure Geschichte.
im Prinzip mein Reich hier oben. Das war einfach ein Dachboden, der keinerlei Funktion hatte in diesem Stellwerkehäuschen. Und wenn ihr euch hier umschaut, hier liegen alte Pfeifen. Weiß ich auch, woher die sind, von der Familie meines Schwiegervaters. Die liegen auch überall, also vielleicht auch teilweise bei euch zu Hause. Und wenn man mal auf den Boden schaut, dann im Wald, auf dem Acker, in Baustellen vor allem, überall kommen diese Pfeifenköpfe raus. Wunderschöne Pfeifenköpfe, die irgendwann mal jemand benutzt hat. Ich nehme euch jetzt wieder mit runter in unser Wohnzimmer. Das war früher der alte Hebelraum. Da saßen tatsächlich die Bahnbediensteten und haben auf Anweisung die Weichen gestellt und die Schranken rauf und runter gemacht. So, jetzt sind wir wieder unten. Das ist der Raum, worum wir eigentlich dieses Häuschen gekauft haben. Hier waren die Bahnbediensteten, hier liefen die Gleise. Das heißt also, die konnten in die eine Richtung schauen, Gleise entlang, und die konnten in die andere Richtung schauen, die Gleise entlang. Und hier waren die Hebelbänke. Das heißt also, da standen die Jungs tatsächlich und haben mit Körperkraft mechanisch die Weichen bewegt, je nachdem, woher die Züge kamen und wohin sie sollten. Und dann haben wir hier noch ein kleines Schätzchen, nämlich die ehemalige Klingel. Der Elektriker hat sich wochenlang dran probiert und hat dann festgestellt, dass man die halt hier in diesem modernen und neuen Stromkreislauf leider nicht anschließen kann. Ursprünglich war das, wo wir jetzt sind, das Treppenhaus, durch das man reinkam in das Stellwerk zu seinem Dienst. So, und da gehen wir jetzt auch runter. Ich zeige euch mal hier die Garage und die Werkstatt. Ein ganz schmerzliches Thema sind die Bücher in der Garage. Und die warten darauf, dass sie aus der Garage wieder ausziehen dürfen in einen Leseraum, den ich im Schienenbus einrichten möchte. Und das ist ein alter Land Rover, der ist original rechtsgelenkt. Meine Welt, das sind die Altsachen und das sind die Sachen, die ich verstehen kann. Und das ist für mich das Schöne, wegzukommen von zu diesem Konsum. Ich glaube, so ein Grundzug, der sich durch unser Leben zieht, ist einfach, modern sagt man, Nachhaltigkeit. Ja? Also mit Sachen leben zu können und Sachen wertzuschätzen und sie nicht nur zu gebrauchen und dann wegzuwerfen. Das ist ein therapeutisches Gefühl. Also wenn ich mit dem fahre, dann bin ich der König der Straße oder der König des Waldwegs. Sowas von Tiefenentspannung. So, das war mein erstes historisches Fahrzeug. Den fahre ich schon seit 15 Jahren. Das zweite historische Fahrzeug habe ich relativ neu. Habe ich jetzt außen gerichtet, ist zugelassen, wird hinten ausgebaut zum Wohnmobil. Und das dritte historische Fahrzeug ist ein alter Schienenbus, Baujahr 1960. Und den zeige ich jetzt, wenn ihr mitkommt. Da sieht es aber noch wüst aus. Um den Schienenbus aufstellen zu dürfen, war die Änderung des Bebauungsplanes notwendig. Und das dauert halt, das zieht sich halt, die Geduld muss man haben, muss alle Bauvorschriften erfüllen, die Nachbarn müssen einverstanden sein und so weiter. Und dann geht es. Dann haben wir 2 Jahre fast gebraucht, bis wir ihn aufstellen durften, endgültig. Und das war dann die große Show. Das heißt also ein 20-Tonner Autokran, der hier vorfährt mit Tieflader. Auf dem Tieflader ein Schienenbus drauf und dann wird das Ganze verladen. Das macht man wahrscheinlich nur ein einziges Mal im Leben. Ja? Das ist Abenteuer. Es vergeht kein Tag, ohne dass wir in sehr, sehr interessante und rührende Gespräche teilweise verwickelt werden. Hier standen schon Leute mit Tränen in den Augen.
Einwanderer aus Spanien, die sagten, mit diesem Fahrzeug bin ich in Deutschland angekommen, damit hat mein Leben in Deutschland angefangen. Ja, und ich bin Teil dieser Geschichte und das ist einfach toll. Und dann irgendwann mal soll es ans Einrichten gehen. 2, 3 gemütliche Sessel, viele, viele Bücherregale, aber nur so hüfthoch, damit man viel Licht hat. Und dann einfach reinsitzen und sich wohlfühlen. Das war die Roomtour durch unser altes Stellwerkhäuschen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr interessante Häuser oder Wohnungen anschauen wollt, dann abonniert unseren Kanal oder schaut einfach hier. Tschüss. Tschüss. Kannst du mir gut Hand geben? So.